Drohende Energieknappheit im Herbst und Winter auch in Deutschland. Was tun? Die Atomkraftwerke am Netz lassen? Der Main Tower Street Check in Frankfurt. Trotz hohem Anteil erneuerbarer Energien im deutschen Energiemix. Wenn Kohle- und Gaslieferungen aus Russland wegfielen, dann könnte es in Deutschland mit der Energie knapp werden. Bis Ende dieses Jahres sollen die restlichen 3 aktiven Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Kernenergie würde dann nur noch zugekauft. Um genug Strom zu haben, gibt es seit Wochen schon eine Diskussion. Atomkraftwerke doch am Netz lassen? Könnte ich mir schon vorstellen, dass das sinnvoll ist, die noch eine Weile weiter zu betreiben, um die Energielücke zu schließen. Dafür dann beispielsweise jetzt Atomkraftwerke wieder anzuschließen, das führt halt in keine gute Zukunft. Weil Atomkraft noch viel schwerwiegende Folgen hat, die jetzt ein vielleicht etwas kälterer Winter nicht aufwiegen aus meiner Sicht. Seitens der Politik wird immer wieder gefordert, die noch bestehenden 3 Atomkraftwerke in Deutschland länger am Netz zu lassen, auch über das Ende von 2022 hinaus, um eben dieses Energieproblem im Winter zu umgehen. Die Betreiber der Atomkraftwerke allerdings, die haben schon gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen pünktlich Ende 2022 unsere Kraftwerke vom Netz nehmen. Dürften die Frankfurterinnen und Frankfurter entscheiden, was zu tun ist, um eine Energielücke nicht aufkommen zu lassen, gehen die Meinungen auseinander. Weiterlaufen lassen und selbst zu Hause die Heizung ein bisschen runterdrehen und gucken, ob man ein bisschen dickere Kleidung anzieht zu Hause. Nee, ich glaube, wir müssen da die Taktik nicht ändern. Ich glaube, es war eine gute Idee, aus der Atomkraft auszusteigen und lieber sollten wir die Erneuerbaren ausbauen. Auf jeden Fall langfristig gesehen würde ich sagen, Solarenergie ist die Option. Ich habe einen Experten gefragt, Professor Andreas Löschel. Er ist Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik an der Ruhr-Universität in Bochum. Und ich wollte von ihm wissen, wie sinnvoll sieht er das Aufrechterhalten der Atomenergie in Deutschland? Tatsächlich scheint mir die Rückkehr zur Atomkraft nicht die richtige Antwort zu sein. Das wird sehr teuer, es ist unsicher. Das sind ja 3 Kraftwerke, ungefähr 3 Gigawatt. Das ist ein wichtiger Baustein, aber das wird alleine eben das Problem auch nicht lösen. Wir haben jetzt etwa 6 Gigawatt an Kohlekraftwerken. 3 Gigawatt Braunkohle, 3 Gigawatt Steinkohle, die jetzt aus dem Markt genommen werden. Das heißt, ein viel größeres Potenzial eigentlich. Wenngleich auch Steinkohle aus Russland bezogen wird. Die Laufzeiten der 3 restlichen Atomkraftwerke in Deutschland zu verlängern, sei auch mit einem hohen Aufwand verbunden, sagt der Experte. Erstmal geht es darum, haben wir überhaupt Genehmigungen und wie ist das eigentlich sicherheitstechnisch zu beurteilen? Gibt es die Brennstoffe? Wer betreibt denn eigentlich die Kraftwerke? Gibt es dafür überhaupt Personal, das zur Verfügung steht? All das wäre zu klären. Zwar scheint die Verlängerung von Atomkraftwerken in Deutschland ein naheliegendes Mittel zu sein, um Energieengpässe zu vermeiden, leicht umzusetzen dürfte das allerdings nicht sein.